Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Best TV. Ich bin hier wieder bei einem wunderbar erhaltenen Exponat hier in der KTM Motorhall in Mattighofen. Und ich denke, ihr wisst schon, worüber wir heute sprechen. Heute geht es um den Zweitaktmotor. Für viele faszinierend, für einige hat er schon ausgedient, aber auf alle Fälle die Informationen dazu und, wie soll ich sagen, was kann er, warum begeistert er immer noch so viele Menschen, die Infos und die Eindrücke dazu hier aus der Motorhall in Oberösterreich. Kommt's mit! Schmerzen, Qualen, Peinigung. Zweitakter ist gleichbedeutend mit öligen Fingern, angeriebenen Kolben, lausiger Funktionsweise. Und im Laufe der Jahre haben diese negativen Erinnerungen, die habe leider überhand gewonnen, muss ich gestehen. Diese Faszination, dass das so giftig bellt und schreit, das hat mich nur, muss ich gestehen, als Technokrat nur sehr kurz fasziniert. Langfristig betrachtet war das eine Peinigung, mit diesen unzuverlässigen Dingen umzufahren, muss ich leider so sagen. Ja. Ich hatte tatsächlich die Ehre, im letzten Jahr mal dabei zu sein, wie eine 500er GP Yamaha aus den 90ern warm gelaufen ist oder warm gelaufen wurde in dem Fall. Und da war es so, es war in Hockenheim, da wurde die vor die Box geschoben und der Fahrer hat sie, oder der Mechaniker hat sie dann warm laufen lassen, eben mit diesen kurzen Gasstößen und hat dabei, ich glaube, 10 weitere Boxen einfach eingenebelt und niemand war ihm böse. Also jedem anderen hätten sie wahrscheinlich die Hosen runtergezogen. Aber bei dem Gerät, einfach alle standen daneben, alle standen im Nebel und mit dem Geruch, mit dem Sound, alle fanden das super und es ist einfach unglaublich emotional, so ein Motorrad. Alleine im Stand, das zu hören und zu erleben, so ein richtig geiler Zweitaktmotor ist schon der Wahnsinn. Die Sache ist, ich bin nie wirklich mit Zweitaktern warm geworden, einfach weil ich es nie wirklich gefahren bin. Ich bin nie Moped gefahren oder sowas, das heißt, ich hatte nie ein Zweitakt-Moped. Ich bin mal nur die Zweitakt-Supermoto von Nils auf 10 Meter, glaube ich, gefahren, um sie mal umzuparken. Also, ich weiß nicht, wenn ich einen Zweitakter höre, das freut mich schon, ich finde das schon was Spannendes, aber ich werde jetzt nicht so emotional bei denen, einfach weil ich sie nie wirklich erlebt habe und sie bedeuten mir einfach nichts. Ich bin da ganz hart. Mit dem Zweitakter verbinde ich ganz großartigen Geruch, also ich liebe den Zweitaktgeruch und das Knattern. Also ich bin auch mit Zweitaktern halt groß geworden, da war das noch gang und gäbe, dass sowohl Mopeds vor allem in meiner Jugend als auch Motorräder Zweitaktmotoren hatten. Da gab es das noch öfters, auch einfach auf der Straße so zu hören und zu riechen. Ist ein Motorensystem, das halt sehr arg angegriffen wird, aber es gibt saubere Systeme von KTM, das TPI-System. Also man schafft es schon, diese Systeme sauberer zu machen und von der Fahrbarkeit her ist es einfach ganz was anderes. Naja, Zweitaktmotor, witzigerweise denke ich auch in erster Linie ans Moped. Das ist eigentlich ein Witz, dass ich in erster Linie ans Moped denke und nicht an die 500er Grand Prix Raketen, weil das war Zweitakt der absolute Überwahnsinn. Das war wirklich unfassbar. Und was ich mich auch noch erinnern kann, dabei als ein bisschen unerfahrener Redakteur, und ich bin sowieso kein guter Offroader-Fahrer, haben sie mir einmal auf seine 250er Zweitaktmotor groß aufgesetzt. Und das ist so gewesen, dass ich mir gedacht habe, na Alter, einmal kommst du da am Gas und du stirbst. Das war unglaublich. Und dass es dort welche gegeben hat, die 500 Kubik Zweitakt gefahren sind, motorgroß, das kann ich einfach nicht begreifen, wie man das überleben kann. Das ist Wahnsinn. Der erste Takt eines Zweitaktsmotors ist folgender. Der Kolben bewegt sich vom unteren Todpunkt Richtung oberen Todpunkt. Hier im Kurbelgehäuse gibt es eine Volumensvergrößerung. Dadurch wird frisches Luft-Kraftstoffgemisch angesaugt und im gleichen Zug wird hier die davor übergeströmte Luft bzw. Luft-Kraftstoffgemisch verdichtet. Kurz vor dem Erreichen des oberen Todpunktes wird dieses verdichtete Luft-Kraftstoffgemisch dann gezündet. Durch den Verbrennungsdruck wird der Kolben wieder nach unten gedrückt. Das ist der Arbeitstakt. Und sobald der Auslasskanal geöffnet wird, werden die
Abgase in Richtung Auspuff gedrückt und im gleichen Zug Ström hier, weil der Kolben beim Abwärtsgang Richtung UT das zuvor angesaugte Luft-Kraftstoff-Gemisch vorverdichtet, strömt hier die frische Luft- bzw. Luft-Kraftstoff-Gemisch in die Brennkammer. Ich habe im Zweitakt-Motorrad, mit Zweitakt-Moped waren natürlich meine ersten Geh- und Fahrversuche. Das waren emotionale Dinge, 50 Kubik, 125, das waren alles noch Zweitakter bei mir damals. Ja. Mein erstes Moped war eine Peugeot 103, von mir auch Fox Feuerstuhl genannt. Das war so ein Fuchs drauf und von mir halt Feuerstuhl genannt, weil es ging, glaube ich, bergab 30 oder 40 km/h. War eine unfassbare Drecksschüssel, war aber ein Zweitakter, war einfach geil. Also dieser Qualm eines Zweitakters kommt daher, dass man relativ einfach gesagt, dass das Schmieröl verbrennt. Das Schmieröl kann entweder, diese Art von Schmierung wird Gemischschmierung genannt, im Vorfeld dem Kraftstoff beigemischt werden. Und die zweite, also es gibt mehrere Varianten, aber eine zweite Variante wäre im Prinzip die komfortabler ist. Das benötigte Schmieröl wird durch eine Dosiermenge beispielsweise in den Ansaugtrakt hinzugeführt. Und eben dieses verbrannte Schmieröl erzeugt eben diesen Qualm, diesen Geruch und so weiter. Also der deutlich andere Klang zum Viertakter lässt sich erklären, dass bei jeder Umdrehung gezündet wird. Das heißt, wir zünden bei gleicher Motordrehzahl doppelt so oft wie der Viertakter. Und der geht dann eben nicht die Abgase oder der Auspuffdruck geht nicht in ein Rohr rein wie beim Viertakter, sondern in eine Auspuffbirne. Und diese Birne schwingt natürlich und das erzeugt dann einen ganz anderen Klang wie beim Viertakter eben. Also die Gemischschmierung ist natürlich einfacher und deshalb kostengünstiger. Wir verwenden diese Art von Schmierung bei unseren Motocross-Modellen. Das heißt, der Kunde muss sich dieses Schmieröl selber mischen im Kraftstoff, im vorgegebenen Mischungsverhältnis. Und bei den Enduros beispielsweise, da setzen wir mehr auf Komfort etc. Und da wird das Schmieröl, das benötigte Schmieröl durch eine Dosierpumpe, eine elektrische, zugeführt. Zweitakt ist nach wie vor eins meiner Steckenpferde. Wir sind, denke ich mal, was Zweitakölentwicklung angeht, recht führend. Wir machen sehr, sehr viel. Von kleinen Geräten bis zu Motorrädern machen wir alles. Zweitaktöl ist kompliziert. Das ist nicht sehr einfach. Also es ist nicht, weil es verbrannt wird, dann aus den Augen, aus dem Sinn, sondern Zweitaktöl aufgrund der Euro-Vorschriften, die wir haben, die immer strenger werden, Abgasvorschriften, ist es eine wichtige Komponente im Verbrennungsvorgang. Und gerade mit KTM entwickeln wir sehr, sehr viel. Wir machen also regelmäßige Tests, um eine Statusbestimmung zu machen. Wo stehen wir? Wie funktioniert es? Erfüllen wir nach wie vor alles, was wir müssen? Oder gucken dann auch die neuen Anforderungen? Jetzt Euro 5 wird demnächst irgendwann kommen und Euro 5 kommt in 2 Stufen, ich glaube ab 2021 dann und ab 2024, glaube ich, die nächste Stufe. Da sind natürlich deutliche Reduktionen der Abgasemissionen gefordert. Und wenn man Zweitakter dann immer noch anbieten will, dann muss man das erfüllen. Und diese Anforderungen sind recht kompliziert. Früher war das so, dass man halt zum Zeitpunkt der Homologation das alles erfüllen musste, diese Euro-Vorschriften. Heute ist es so, dass es auch über einen Zeitraum von einigen tausend Kilometern halten muss. Also das hilft nichts, dass es im Neuzustand geht und dann 500 Kilometer später Katalysatoren zugesetzt und dann ist eh vorbei.
Das funktioniert in Zukunft nicht mehr und das Öl ist da eine wichtige Komponente. Das Schwierige ist, das Öl übernimmt natürlich die schmierenden Aufgaben. Das Öl darf aber nicht zu viel Rückstände hinterlassen, aber auch nicht zu wenig Rückstände. Du brauchst zum Teil Asche, die anfällt, auch für die Schmierung an einigen Komponenten. Es gibt alte Zweitakttechniker, die wollen das sogenannte Kolbenbild sehen. Das heißt, die wollen sehen, wie sieht der Kolbenboden aus, um dafür Rückschlüsse zu finden auf die Verbrennung, auf die Einspritzung, auf die Bedüsung und so weiter. Auf der anderen Seite mit der Abgasemission wird aber im Grunde möglichst keine Asche, kein Ruß, keine Abgase oder blaue Wolken, wie man das so kennt, gefordert. Und diesen Spagat hinzukriegen, ist unglaublich schwierig. Wir sind in der Lage, dass wir im Grunde aschefreies Öl machen können, was gute Schmierwirkung hat aufgrund der entsprechenden Komponenten und Basisöle, die da drin sind. Dann meckert unter Umständen der ein oder andere Motorentechniker, weil er auf dem Kolben einfach gar keine Ablagerung mehr sieht. Die sind blank. Wir erfüllen aber auf der anderen Seite natürlich auch sämtliche Abgasvorschriften, die da gefordert sind und das auch über einen langen Zeitraum. Und da sind wir mit KTM in der Entwicklung schon sehr, sehr weit. Ja, für uns jetzt die Geschichte der Zweitakter jetzt aus Sicht von KTM. Manfred, erklären uns ganz kurz, wie hat denn bei euch diese Zweitaktgeschichte begonnen? Also die Zweitaktgeschichte hat begonnen 1972 mit dem ersten KTM-eigenen Motor, 175 Kubik. Und 2 Jahre später hat man dann schon den ersten Weltmeistertitel eingefahren mit Gennady Moisejew, mit dem Russen in der 250er-Klasse. Das war 1974 war das. Okay, und wie man dann sieht, die Weiterentwicklung natürlich, dann haben die wassergekühlten Motoren begonnen und ganz drüben am äußersten Ende ist diese Entwicklung im Moment ja dann der Zweitakter mit der Einspritzanlage mit dabei. Der Zweitaktmotor hat ja das Problem von Spülverlusten. Das heißt, wenn der Überströmer offen hat, wenn das Gemisch von unterhalb des Kolben nach oberhalb strömt, hat auch immer der Auslass offen. Das heißt, in gewissen Lastzuständen strömt das Gemisch vom Überströmer direkt in den Auslass und geht dann verloren. Das heißt, wir haben da eigentlich einen höheren spezifischen Kraftstoffverbrauch wie beim Viertakter, weil beim Viertakter sind ja durch die einzelnen Takte die Prozesse abgeschlossen. Und beim Zweitakter vergeht bei gewissen Lastzuständen das zündfähige Gemisch über den Auspuff verloren. Bei der Einspritzung saugen wir nur Luft an. Das heißt, die Luft wird vorverdichtet, geht über die Überströmer in den Brennraum und das, was von der Luft an den vorderen Überströmern, die seitlich vom Auslass sind, direkt in den Auslass oder in den Auspuff geht, in den Auspufftrakt. Es ist nur Luft verloren. Der Treibstoff wird eben in den hinteren Überströmkanälen beigemengt und von dort sind eigentlich keine Spülverluste zu erwarten. Das heißt, der Motor arbeitet effizienter, mit weniger Sprit bei gleicher Leistung im Vergleich zum Vergasermotor. Ja, der große Vorteil von der Einspritzung ist eben auch, dass man Höhenkompensation hat, Temperaturkompensation. Das heißt, ein Vergaser-Zweitaktmotor, den kann man jetzt gut abstimmen auf die Verhältnisse, wo man eben an der Strecke oder an dem dementsprechenden Tag vorfindet. Wenn man woanders hinfährt oder mit dem Auto zu einer anderen Rennstrecke fährt, wo der Luftdruck anders ist, wo die Temperatur anders ist, muss man auch die Bedüsung wieder anpassen, dass der Motor wieder so ideal läuft, wie er eben laufen sollte. Und das übernimmt die Einspritzung vollautomatisch, weil wir haben eben die Lufttemperatur, Luftdruck als Eingangsgröße und dementsprechend ist der Motor auch abgestimmt worden. Also es funktioniert in jeden Lebenslagen immer gut und gleich. Man braucht nichts mehr umdüsen, nur mehr tanken und Spaß haben. Also dass der Zweitaktmotor eine höhere Literleistung hat wie der Viertakter, dass das daher kommt, dass er bei jeder Umdrehung zündet, ist nur die halbe Wahrheit. Denn der Zweitaktmotor verdichtet auch erst nach ungefähr der Hälfte vom Hub, weil der Auslassschlitz ungefähr bei der Hälfte vom Hub liegt. Das heißt, er zündet zwar jede Umdrehung, verdichtet aber erst ab der Hälfte vom Hub. Also sobald der Auslass öffnet,
geht eben der Verbrennungsdruck mit Schallgeschwindigkeit in die Auspuffbirne, die ja zuerst einen Diffusor hat und dann einen Gegenkonus. Das bewirkt eben, dass die Druckwelle in die Auspuffbirne mit Schallgeschwindigkeit hineinfährt. Die Druckwelle setzt sich dann Richtung Auspuffende fort. Und wenn diese Druckwelle in den Bereich des Diffusors kommt, wo also der Durchmesser immer größer wird von der Birne, dann bewirkt es eine stetige Unterdruckwelle, die wiederum mit Schallgeschwindigkeit zurück zum Auslassfenster wandert. Während das eben passiert, bewegt sich der Kolben aber weiter. Das heißt, irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo der Überströmkanal aufmacht und die Spülung beginnt. Das heißt, das Frischgas von unter dem Kolben kommt über den Überströmer in den Brennraum. Und zu diesem Zeitpunkt sollte dann im Idealfall die Unterdruckwelle ankommen und somit die Spülung unterstützen. Die Kurbelwelle dreht sich dann weiter, der Kolben geht dann wieder nach oben, verschließt die Überströmkanäle, die ja deutlich niedriger sind als der Auslass. Das heißt, zu dem Zeitpunkt sind aber dann auch schon wieder Frischgase oder aufbereitetes Gemisch durch den Unterdruck bis in die Auspuffbirne gewandert. Und zu dem Zeitpunkt, wo die Überströmer schließen, sollte die Druckwelle, die ja während diesem ganzen Prozess weitergelaufen ist, bis zum Gegenkonus, das ist da, wo die Auspuffbirne wieder schmäler wird. In diesem Bereich wird die Druckwelle dann als Druckwelle reflektiert zurück zum Auslassfenster. Und die bewirkt dann den eigentlichen Ladeeffekt. Das heißt, das Frischgas, was in die Auspuffbirne hineingekommen ist, wird durch die Druckwelle, weil ja der Auslass noch geöffnet hat, zurück hineingeschoben. Und das ist der sogenannte Ladeeffekt durch die Resonanzbirne. Und dadurch erreicht man eigentlich die hohen Literleistungen. Wahrscheinlich ist am Ende des Tages einfach das niedrigere Gewicht, die niedrigeren rotierenden Massen und im harten Wettbewerbsumfeld die Möglichkeit, sehr schnell wenige Bauteile tauschen zu können. Und die Rennfahrer, mit denen ich spreche, wie jetzt Zweitaktmotoren, das, was die halt immer als Vorteil beschreiben, dieser explosive Leistungseinsatz bei den extremen Enduro-Motorrädern, sorgt dafür, dass sie auf sehr kurze Distanzen sehr extreme Hindernisse überwinden können, weil sie es schaffen, von 0 auf 100 ein großes Drehmoment quasi ans Hinterrad zu schicken. Aber das sind Vorteile, die eben nur sehr gute Fahrer, glaube ich, auch wirklich nutzbar machen können. Und diese Vorteile, die beschreiben, da wird es mir immer schwindelig, wenn ich zuhöre, was die da machen mit dem Motor, wie die umgehen, denke ich mir, okay, es ist klar, dass für einen kleinen, erlauchten Kreis das toll ist, aber für die große, breite Masse ist auch bei den extremen Enduro-Motorrädern so ein ganz gemütlicher 250er Federmotor wahrscheinlich das, wo man den Gipfel des Erzbergs eher erklimmt. Das muss man jetzt vielleicht ein bisschen aufteilen, diese Verteilung vom Zweitakter. Also bei den Kindermotorrädern 50, 65 und 85 gibt es schlichtweg keine Alternativen dazu. Elektromäßig fangen wir schon an mit der 50er. Aber da ist der Zweitakter einfach so unkompliziert und so einfach aufgebaut, und dass sie das in den Kindermotorrädern eben durchgesetzt hat, und es wird uns wahrscheinlich noch viele Jahre erhalten bleiben. Motocross-mäßig hat es dann, ich glaube 2001, die Umstellung gegeben, eben auch auf die Viertakter. Die klassischen Klassen 125, 250, 500 sind dann eigentlich aufgelöst worden, weil es sind dann bei den 125er die 250er Viertakter gefahren, und das war dann einfach ein Leistungsmanko, und da sind eigentlich in der WM und auch nationalen Meisterschaften die Zweitakter ziemlich verschwunden. Im Enduro-Bereich sind sie nach wie vor sehr stark vertreten, die Zweitakter, weil die Handlichkeit von so einem Motorradl natürlich im schwierigen Gelände, wenn es über Stock und Steine geht, schon besser ist wie mit Viertaktmotorrädern. Wenn man sich zum Beispiel mal den Erzberg anschaut, das Erzberg Rodeo, die Finisher, das sind alles Zweitaktmotorräder, weil einfach die Handhabung im schwierigen Gelände einfach einfacher ist wie mit dem Viertakter.
Ja, mein Tipp wäre unbedingt die Bedienungsanleitung mal in die Hand nehmen. Also wir bei KTM machen uns da viel Mühe und stellen für die Kunden bei den Vergasermodellen eine Tabelle zusammen, wo sie in den verschiedenen Höhen, bei verschiedenen Temperaturen dann die richtige Bedüsung für den Vergaser auswählen können. Bei den Modellen mit Einspritzung, welche wir auch mittlerweile bei den Zweitaktfahrzeugen anbieten, da bieten wir im Prinzip nur eine Alternativ-Map an, eine andere Abstimmung, aber so im Prinzip bezüglich dieser Abstimmung kann der Kunde dann auch nichts mehr machen. Im Offroad-Bereich ist es natürlich deutlich schwieriger, eine Traktionskontrolle zu machen, weil ich teilweise natürlich auch ein durchdrehendes Rad in gewissem Maß brauche, um unterwegs zu sein. Oft ist es halt heutzutage so, dass die Traktionskontrolle im ABS drin ist. Das heißt, wenn das Fahrzeug nur im Offroad-Bereich unterwegs ist und eventuell kein ABS hat, dann ist eine Traktionskontrolle noch nicht möglich. Aber durch eine integrierte Lösung innerhalb des Motorsteuergeräts wäre es dann auch natürlich im Offroad-Bereich möglich, wo wir unsere Motorsteuergeräte dann mit der Traktionskontrolle ausstatten können. Der Zweitaktmotor bedingt durch jede Zündung pro Kurbelwellenumdrehung ist einfach die Leistungsentfaltung, also der Motor reagiert viel spontaner, vielleicht etwas aggressiver. Der Nachteil ist natürlich, dass also die Traktion etwas schlechter ist als beim Viertaktmotor, aber grundsätzlich es macht mehr Spaß zum Fahren. Also der riesengroße Vorteil eines Zweitaktmotors gegenüber dem Viertaktmotor, würde ich sagen, ist einfach das Leistungsgewicht. Der Motor benötigt gegenüber einem Viertaktmotor weit weniger bewegliche Teile, ist somit um einiges leichter bei gleicher Leistung und der ist einfach. Also die Wartung ist sehr simpel, die Wartungskosten natürlich gering. Das sind so die großen Vorteile dieses Motors. Also der Enduro-Sektor ist sehr stark, wo es sehr stark eben auf das Gewicht, auf das Fahrzeuggewicht drauf ankommt. Speziell bei den Extrem-Enduro-Events, da sind fast ausschließlich Zweitaktfahrzeuge unterwegs. Also das ist momentan unser größter Markt, wo wir mit den 250 speziell und 300er Modellen vertreten sind. Also früher war das auch ein großer Vorteil des Zweitaktmotors gegenüber den Viertaktmotors, die hohe Drehzahlen, die man erreicht hat. Mittlerweile sind die Viertaktmotoren auch schon so weit entwickelt, dass die auch hohe Drehzahlen fahren können. Aber die sehe ich mittlerweile so auf demselben Niveau bezüglich maximal möglicher Drehzahl. Also grundsätzlich hat durch die Strömungsverluste der Zweitaktmotor höhere Emissionswerte als der Viertaktmotor. Aber durch die Einführung von unserem TPI-Modell im Jahr 2018, also mit Modell 2018, haben wir da deutliche Reduktionen erfahren, weil wir eben weniger spezifischen Treibstoffverbrauch haben durch die TPI-Gemischaufbereitung und auch durch die deutlich reduzierte Ölmenge, die ja elektronisch über die Ölpumpe geregelt wird. Im grundsätzlichen Konzept vom Zweitaktmotor wird sich nicht mehr viel ändern. Das heißt, es ist eine Umkehrspülung mit 5 Überströmkanäle, einem Auslass, 2 Hilfsauslässen, Einlass über Membran mit Kohlefasermembranblättern. An dem Layout wird sich bei uns nichts mehr ändern.
Was man noch ändern kann, ist eben die Auslasssteuerung. Die Auslasssteuerung ist aktuell bei unseren Modellen mit Fliehkraftreglern ab dem Modell 85. Das heißt, das ist eine drehzahlgesteuerte Steuerung der Auslassklappe. Und da würden sich schon Möglichkeiten ergeben mit elektronischer Auslasssteuerung, sprich mit einem Aktuator, dass man nicht nur drehzahlgesteuert die Auslassklappe steuern kann, sondern auch lastabhängig. Das heißt, je nachdem, wie ich den Gasschieber oder die Drosselklappe betätige, das auch noch als Kenngröße eingeht in die Position der Auslassklappe. Da kann man zum Beispiel diesen immer noch vorhandenen relativ aggressiven Leistungsanstieg im mittleren Bereich kann man dann eben dämpfen, weil wenn man das Gas nicht so weit aufdreht, dann gibt man einfach nicht so viel Drehmoment frei und dann wird der Motor kontrollierbarer. Aber das sind eben Entwicklungsthemen, die schon aktuell sind, aber noch nicht in Serie sind. Du, am Papier sieht das alles wunderbar aus, aber offensichtlich hat noch nie wer ein richtig gutes Konzept gefunden, dass dieser Kolben auch eine Stunde auf der Autobahn überlebt, ohne anzureiben. Und irgendwie, auch wenn das jetzt am Papier technisch perfekt aussieht, ist aus meiner Sicht der Zweitaktmotor als Gesamtkonzept einem Viertaktmotor unterlegen. Die Tatsache, dass egal wie gut das Ding auch konstruiert ist, immer ein Hauch von Schmierstoff mitverbrannt werden muss, glaube ich, passt schon mal gar nicht in die Zeit. Und die Tatsache, dass die Kühlung in manchen Bereichen des Zylinders offensichtlich bis heute nicht so zuverlässig gelöst worden ist wie beim Viertaktmotor, sorgt halt immer wieder für Probleme. Und dann habe ich auch noch keinen Zweitaktmotor erlebt, der vom Ansprechverhalten mit einem modernen Viertaktmotor mit einer Einspritzung mithalten kann. Aber für die Zweitaktfans muss man natürlich die Lanze brechen. Es ist natürlich im Laufe der letzten Jahrzehnte viel mehr Entwicklungspotenzial in die Viertaktmotor hineingelaufen. Das heißt, die spannende Frage wäre, was, wenn die Motorhersteller die gleiche Energie und das gleiche Invest genommen hätten und in den Zweitaktmotor gesteckt hätten, wäre der dann vielleicht besser als der Viertaktmotor. Das ist natürlich unfair, der Vergleich, weil die Zweitaktmotoren mit nicht ansatzweise so viel Aufmerksamkeit bekommen haben wie die Viertaktmotoren. Deswegen steht der Viertaktmotor jetzt auf einem ganz anderen Niveau wie der Zweitaktmotor. Ja, es gibt ja leider nicht zu viel Content auf YouTube zum Thema Zweitaktmotoren. Auch wir bei uns auf 1000 PS kümmern uns halt mehr um einen Viertaktmotor und ich hoffe, da haben wir mit der Folge da ein bisschen, ja, auch den Zweitakt-Fans so ein bisschen eine Bühne gegeben, wo sie was Schönes sehen, hier aus der Motorhalle in Mattighofen. Aber gerne geben wir auch die Bühne, eure Fahne zu schwingen, liebe Zweitakt-Fans, unten drunter. Postet eure Commitments zum Zweitaktmotor unten drunter. Als Manifest für Zweitakt-Motorradtechnik brauchen wir eure Unterstützung. Postet unten drunter. Wir sehen uns wieder nächste Woche hier auf 1000 PS TV zur nächsten Folge von Motorradtechnik im Detail. Bis dann, tschüss.